So. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreunde, ich freue mich natürlich, dass ich heute hier dabei sein kann und ein bisschen über Alfred Hermann Fried erzählen. Mein Name ist Petra Schönemann-Behrens. Ich bin seit ungefähr 1985 mit Fried beschäftigt. Damals kam ich zum ersten Mal mit ihm in Berührung über meine Magisterarbeit. Ich habe über Bertha von Suttners Roman Die Waffe niedergeschrieben und dabei fiel auf, dass Fried zwar immer erwähnt wurde, aber selten wirklich sein Leben erklärt. Intensiv habe ich mich dann mit Fried befasst, 15 Jahre später in meiner Dissertation, die 2004 fertig geworden ist und ein paar Jahre später tatsächlich auch einen Verlag gefunden hat. Beruflich bin ich vom Verlagswesen als Lektorin gestartet, bin jetzt mittlerweile an der Schule und arbeite als Lehrerin für Deutsch, Ethik und Geschichte an einem Gymnasium. Soweit zu mir, das reicht. Wir wollen uns ja heute an einen Menschen erinnern, der vor genau 100 Jahren gestorben ist. 100 Jahre, das sind mehr als 3 Generationen und Fried ist damit bereits aus dem sogenannten kommunikativen Gedächtnis entschwunden. Heißt, es lebt niemand mehr, der aus erster Hand über ihn erzählen kann, der ihn kannte oder der ihm irgendwann mal und sei es als Kind begegnet ist. Menschen jenseits dieser Schwelle werden meist vergessen. Es sei denn, die Gesellschaft will sich an sie erinnern und sie bleiben im kollektiven Gedächtnis, weil ihr Leben und Wirken wichtig war. Für die Gesellschaft oder zumindest für einen Teil von ihr. Die Frage ist, war Alfred Hermann Fried wichtig genug? Diejenigen, die heute hier online sind, werden das sicher bejahen. Aber wie sieht es mit dem Rest der Gesellschaft aus? Wenn ich meinen Schülerinnen und Schülern den Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte erklären will, sage ich immer, Vergangenheit ist das, was wirklich gewesen ist. Und Geschichte ist das, was wir von der Vergangenheit wissen können und vor allem wissen wollen. Also das, was für uns noch Bedeutung hat. Es liegt also an uns allen zu entscheiden, ob Fried Geschichte wird. Als die Nachricht vom Tod Alfred Hermann Frieds im Mai 1921 um die Welt geht, finden sich in den meisten Nachrufen doch die Gewissheit, man werde Fried in späterer Zeit ganz sicher nicht vergessen. So schreibt beispielsweise die Wiener Arbeiterzeitung: Alfred Hermann Fried hat sein ganzes Leben einer tief sittlichen Idee gewidmet, hat tapfer für sie gekämpft und in der Reihe derer, die den Krieg aus dem Bewusstsein der Menschen tilgen wollten, steht er mit an erster Stelle. Nun die Menschheit schaudernd erfahren hat, was der Krieg ist, wird sie seiner mit Dankbarkeit und Treue gedenken. 1921 glaubten das viele. Noch saß der Schrecken des Ersten Weltkriegs den Menschen in den Knochen. Der Mythos von Ruhm und Ehre auf den Schlachtfeldern war zumindest für einen kurzen Moment zerstört. Pazifistische Vorstellungen schienen vielen Menschen für einen Augenblick nicht mehr ganz so realitätsfern. Wir wissen alle, wie schnell sich das geändert hat. Und es verwundert nicht, dass schon 12 Jahre später, im Mai 1933, das Handbuch der Friedensbewegung des Pazifisten Juden Fried mit auf dem Scheiterhaufen der NS-Bücherverbrennung landete. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Erinnerung an Fried, zumindest in Wien, eine kurze Renaissance, um dann im Kalten Krieg wieder weitgehend zu erlöschen, weil seine Theorien in die neue Weltordnung nicht mehr zu passen schienen. Erst sehr spät, und das wurde eben ja auch schon erwähnt, eigentlich erst in unserem Jahrhundert ist das Interesse an Leben und Werk dieses großen Pazifisten zurückgekehrt. Erste Biografien entstanden und ganz besonders 2011 zum 100-jährigen Jubiläum seines Friedensnobelpreises gab es in Deutschland und Österreich Veranstaltungen und Radiosendungen zu Frieds Leben. Und der ORF hat sogar einen Film gedreht, den man aber leider in Deutschland nicht sehen kann. Ich möchte jetzt versuchen, Ihnen in aller Kürze den Menschen Alfred Hermann Fried näher zu bringen, so wie er sich mir darstellt.
Alfred Hermann Fried wird am 11. November 1864 in Wien geboren. Er ist das erste von 9 Kindern jüdischer Einwanderer aus Ungarn, die sich erst kurz zuvor in Wien niedergelassen haben. Die Mutter, Bertha Fried Engel, stammt aus dem Budapester Bildungsbürgertum, Vater Samuel Fried aus einer Kleinstadt in Südungarn. In den ersten Jahren in Wien geht es der Familie offensichtlich gut. Der Vater ist Hutverkäufer und geschäftlich so erfolgreich, dass die stetig wachsende Familie schon 1870 in einen Wiener Villenvorort umziehen kann. Dort besucht der eben schulpflichtige Alfred eine Privatschule und hat daneben sogar einen Hauslehrer. Mit dem Börsenkrach im Mai 1873 ändert sich die Situation jedoch dramatisch. Bereits im Herbst desselben Jahres muss sich Samuel Fried mit seiner hochschwangeren Frau und 4 kleinen Kindern eine billige Wohnung in der Wiener Leopoldstadt suchen. Die Leopoldstadt war damals eine von Juden bevorzugte, ärmere Wohngegend. Alfred muss von der Privatschule in die 4. Klasse der jüdischen Grundschule wechseln. Im folgenden Jahr kommt er aufs Gymnasium, bleibt aber dort schon im 2. Jahr sitzen. Am Lernwillen scheint es nicht gelegen zu haben. Der junge Fried ist vielseitig interessiert, bringt sich mit 11 Jahren selbst Stenografie bei, lernt begeistert Latein und liest sehr viel. Alles in engen, ärmlichsten Verhältnissen. Trotzdem verlässt er ein Jahr später das Gymnasium ganz und beginnt eine Buchhändlerlehre. Wohl auch, um die Familie finanziell zu unterstützen. Im Nachlass Frieds im Völkerbundarchiv in Genf findet sich ein kleines, handgeschriebenes Tagebuch aus dem ersten Lehrjahr 1880. Damals ist Fried gerade 15 Jahre alt. In diesem Tagebuch wird an vielen Stellen deutlich, wie prekär die Situation der Familie ist. Der Vater ist wohl schon seit 1873 arbeitslos und findet nur selten einmal für ein paar Tage einen Gelegenheitsjob. So ist die kinderreiche Familie auf die mildtätige Hilfe von Verwandten angewiesen und kann jeden Kreuzer brauchen. Frieds Lehrgeld kommt dann natürlich wie gerufen. Obwohl er so schon früh Verantwortung für die Familie übernimmt und sie auch in späteren Jahren auch dann noch unterstützt, wenn er selbst kaum etwas hat, bleibt er zeitlebens der dankbare Sohn, der seinen Eltern gegenüber Hochachtung und Respekt bewahrt. Und besonders die Mutter für ihren Kampfgeist und das Niemals Aufgeben ehrt und bewundert. Eine Eigenschaft übrigens, die später auch Fried selbst auszeichnet. Zugleich formt sich in diesem ersten Lebensabschnitt aber auch Frieds unbändiger Wunsch, sich selbst aus dem Schlamm, wie er es im Tagebuch nennt, emporzuarbeiten und sich eine sichere bürgerliche Existenz aufzubauen. Dafür kämpft er, dafür arbeitet er unermüdlich. Für den Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, es mit Fleiß und Geschick zu etwas bringen zu können, gab es damals einen ganz bestimmten Ort, zu dem es viele hinzog, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen wollten. Und ich meine jetzt nicht Amerika, sondern die junge Reichshauptstadt Berlin. Nach Abschluss seiner Lehre bewirbt sich Fried daher sofort bei Buchhandlungen in der Reichshauptstadt und schafft tatsächlich nach einem kurzen Umweg über Hamburg den Sprung nach Berlin. Bereits 3 Jahre später, im November 1887, gründet er dort mit gerade mal 23 Jahren seinen eigenen Verlag. Schon in den ersten Jahren gibt Fried eine Vielzahl von Büchern heraus. Kurze Zeit scheint alles wunderbar zu laufen. Aber dann zeigt sich ein Problem. Fried ist kein Geschäftsmann. Er steckt voller Energie, er sprudelt vor Ideen, aber er hat wenig Sinn für die kaufmännische Seite. So gerät sein Verlag schon bald in finanzielle Schwierigkeiten. Genau in diese Zeit fällt Frieds erster Kontakt mit Bertha von Suttner. Im November 1891 liest er eine Zeitungsnotiz über die Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft
der österreichischen, Entschuldigung, und fragt umgehend bei Bertha von Suttner an, ob sie sich nicht vorstellen könnte, eine Zeitschrift zur Verbreitung der Friedensidee herauszugeben und natürlich in seinem Verlag zu verlegen. Die Motive für Frieds Anfrage sind sicherlich zu dieser Zeit nicht nur idealistischer Natur. Sein Verlag braucht ganz dringend ein Zugpferd. Bertha von Suttners Roman Die Waffen nieder war 1889, also 2 Jahre zuvor, wie eine Bombe eingeschlagen und bis in den Deutschen Reichstag hinein Gesprächsthema. Innerhalb von 7 Jahren wurden 14 Auflagen gedruckt. Eine Zeitschrift mit dem Titel Die Waffen nieder, die direkt an diesen Bestseller anknüpfte, konnte also durchaus ein kommerzieller Erfolg werden. Andererseits sind es sicher auch nicht nur diese Erwägungen, die Fried zu seinem Angebot bringen. Schon sein Elternhaus war, soweit sich das heute noch sagen lässt, liberal-humanistisch ausgerichtet und ethisch hochstehenden Ideen zugeneigt. Dazu kam dann noch ein besonderes Erlebnis während seiner Lehrzeit. Damals besuchte Fried eine Ausstellung des russischen Malers Vereshchagin in Wien, dessen Bilder aus dem russisch-türkischen Krieg ihn tief beeindruckten. Später behauptet er sogar, er sei durch diese Ausstellung eigentlich schon ein latenter Pazifist geworden. Er habe aber das Wort noch nicht gekannt und auch keine Gleichgesinnten gefunden. Mit der Idee, zusammen mit Bertha von Suttner eine Friedenszeitschrift herauszugeben, verbanden sich also die Möglichkeit eines materiellen Erfolges mit dem Dienst an einer hochstehenden Sache. Dabei schätzt Fried die Vermögenslage Bertha von Suttners am Anfang völlig falsch ein. Er hält die adlige Bestseller-Autorin für reich und hofft, sie werde den Verlag finanziell unterstützen. Dass Bertha von Suttners Einnahmen zu diesem Zeitpunkt komplett in das hochverschuldete Gut ihrer Schwiegereltern gehen, ahnte er nicht. Umgekehrt glaubt aber auch Bertha von Suttner, Fried sei sicher ein vermögender Verleger, der sie für die Herausgabe der Zeitschrift gut bezahlen werde. Es dauert eine Weile, bis sich das wechselseitige Missverständnis aufgeklärt hat. Die Zeitschrift wird trotzdem ins Leben gerufen. Nun in der Hoffnung, dass es Fried gelingen wird, ganz schnell eine deutsche Friedensgesellschaft ins Leben zu rufen und dadurch auch feste Abonnenten für die Zeitschrift zu gewinnen. In Wien waren nach dem Gründungsaufruf recht schnell namhafte Adlige und Akademiker der Friedensgesellschaft beigetreten. Und Fried glaubt, das werde in Berlin ganz ähnlich sein. In Berlin ist das jedoch nicht so einfach wie in Österreich und Fried verfügt vor allen Dingen auch nicht über die notwendigen Kontakte. So dauert es ein ganzes Jahr, bis er genügend Interessierte für die konstituierende Sitzung am 9. November 1892 zusammenbekommt und dann noch einmal fast 2 Monate, bis sich ein Vorsitzender findet. Nicht so lange dauert es dagegen, bis die Deutsche Friedensgesellschaft sich von ihrem Gründer abwendet. Offiziell wirft man ihm vor, er sei in den Reihen des Vereinsvorstands nicht tragbar, weil er in seinem Verlag auch eine erotische Buchreihe herausgebe. Vermutlich lagen die Gründe aber woanders. Die DFG ist von Beginn an national ausgerichtet und wollte möglicherweise keinen Österreicher als Gründungsvater. Noch dazu mit enger Anbindung an Bertha von Suttner. Zudem störte man sich wohl an Frieds geringer Schulbildung und seinem geringen gesellschaftlichen Ansehen. Sein wirtschaftliches Interesse an der Vereinsgründung war bekannt und vielleicht störte auch sein streitbarer, selten kompromissbereiter Charakter. Auf jeden Fall wird Fried schon ein paar Wochen nach der Gründung der Friedensgesellschaft irgendwann zwischen Dezember 1892 und Januar 1893 veranlasst, den Vorstand zu verlassen. Das wird dann auch so bleiben. Fried wird immer wieder für und mit der DFG arbeiten. Er ist sogar eine Zeitredakteur des Vereinsblattes, aber er hält sich dabei immer am Rand der DFG auf und bleibt eher kritischer Beobachter von außen. Den Einsatz für die Friedensidee wird er aber nie wieder aufgeben. Allerdings stellt er nun statt der Vereinsarbeit
die Friedenspropaganda in den Medien in den Vordergrund und arbeitet immer mehr als Schriftsteller und Journalist für die Idee. Fried glaubt daran, dass man die Massen für die Friedensideen gewinnen muss und dass man das auch kann, wenn man ihnen die Vorstellungen der Friedensbewegung in einfachen Worten nahebringt. Er hält die langen gelehrten Abhandlungen, die es damals bereits gibt, für nutzlos und entwirft stattdessen einfache Frage-Antwort-Broschüren. Die breite Propaganda für die Friedensidee wird in den folgenden Jahrzehnten immer mehr zu Frieds Lebensaufgabe. Er schreibt insgesamt mehr als 40 Bücher und Broschüren zu friedensrelevanten Themen. Als Journalist berichtet er ab 1894 von allen relevanten Treffen und Versammlungen der Friedensfreunde. Er kommentiert Zeitereignisse und wendet sich massiv gegen die alldeutsche Propaganda. Zudem setzt er sich für einen Zusammenschluss der friedensfreundlichen Presse auf nationaler und internationaler Ebene ein. Leider bleiben damals alle Ansätze letztlich erfolglos. Die Idee lebt aber bis heute weiter. 1899 nimmt Fried als einer von nur 15 ausgewählten Journalisten und Beobachtern zusammen mit Bertha von Suttner als einziger Frau an der Eröffnungsfeier der ersten Haager Konferenz teil. Das ist, wie er später berichtet hat, nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Abenteuer. Denn die Journalisten dürfen nicht in den Festsaal, sondern müssen über eine Bodenstiege bis zu einer baufälligen Brüstung unter dem Kuppeldach hinaufklettern. Dennoch ist es eine große Sache. Und Fried berichtet auch in den kommenden Wochen für diverse Zeitungen direkt aus dem Haag. Während dieser Wochen, zusammen mit Freunden und Gleichgesinnten, entsteht auch die Idee für eine neue Zeitschrift, die die wenig erfolgreiche Revue Die Waffen nieder ablösen soll. Das neue Konzept sieht zunächst eine Wochenschrift für internationale Verständigung vor, die allen Strömungen der Friedensbewegung, auch im Ausland, ein Forum geben soll und sich für einen Frieden durch Recht und Vernunft einsetzt. Fried tauft die neue Zeitschrift Die Friedenswarte. Und mit Hilfe von ein paar Sponsoren kann er die erste Ausgabe noch während der Haager Konferenz herausbringen. Die Resonanz ist allerdings geringer als erwartet. Und Fried ändert daher die Erscheinungsweise relativ bald auf monatlich, was für Autoren und Abonnenten günstiger ist. Ein gutes Geschäft wird die Zeitschrift nicht, aber sie existiert bis heute. Heute erscheint sie halbjährlich als Doppelheft im BWV-Verlag in Berlin mit dem Untertitel Journal of International Peace and Organization. Zu Frieds Lebzeiten bleibt die Friedenswarte trotz ihrer mit den Jahren steigenden Popularität immer ein Verlustgeschäft. Und letztlich können nur immer neue Sammlungen und Spendenfonds ihren Erhalt sichern. Auch privat kommt Fried aus den roten Zahlen nicht heraus. Während der 20 Jahre, die er in Berlin lebt, gelingt es ihm bei aller Energie und allem Ehrgeiz nie wirklich Fuß zu fassen. Dabei arbeitet er quasi unermüdlich, nicht nur für die Friedensidee. Als Journalist bemüht er sich, den Finger immer am Puls der Zeit zu haben. Neben zahllosen Feuilletonartikeln schreibt er ein Buch gegen die Todesstrafe und befasst sich mit der Lebensreformbewegung. Er gibt das erste Esperanto-Handbuch in deutscher Sprache heraus und meldet mehrere Erfindungen zum Patent an. Trotzdem kommt er nie auf einen grünen Zweig. Was er verdient, reicht oft kaum zum Leben. Im Nachlass finden sich bis heute zahllose Mahnungen, Pfandleihbelege und Pfändungsbescheide aus dieser Zeit. Auch ein Einbürgerungsgesuch Frieds um 1900 wird abgewiesen, vermutlich aufgrund seiner finanziellen Situation. Anfang 1903 kommt dann auch noch ein Beziehungsdrama hinzu. Der bereits zum zweiten Mal verheiratete Fried wird in flagranti mit seiner langjährigen heimlichen Geliebten Therese Franckel erwischt, die ebenfalls verheiratet ist, und zwar mit Frieds besten Freund. Die Berliner Gesellschaft ist empört.
und die meisten Bekannten und Freunde wenden sich von ihm ab. Auch beruflich schadet ihm der Skandal. Als die Lage immer mehr eskaliert, Fried flieht zurück nach Wien. Aus heutiger Sicht gesehen war der Wechsel von Berlin zurück nach Wien ein Glück für Fried. Für ihn persönlich und insbesondere in Bezug auf sein Wirken für die Friedensbewegung. In Wien ist eine gute Freundin Vorsitzende der Friedensgesellschaft, Bertha von Suttner. Auch sie ist nach dem Tod ihres Mannes gerade von Schloss Harmansdorf nach Wien übersiedelt. Und mit Bertha von Suttner im Rücken hat es Fried in Wien deutlich leichter als in Berlin. Von Anfang an bemüht sich Bertha von Suttner, Fried in ihre Friedensgesellschaft mit einzubinden und ihn als möglichen Nachfolger aufzubauen. Sie organisiert Diskussionsabende, bei denen sie gemeinsam mit ihm auftritt. Sie arrangiert aber auch zahlreiche öffentliche Vorträge für ihn allein. Sie bringt ihn mit angesehenen Persönlichkeiten zusammen, wie Arthur Schnitzler, Balduin Groller und Heinrich Lamasch, und sorgt dafür, dass er auch auf der internationalen Bühne bekannt wird. 1904 wird Fried so Mitglied des Internationalen Friedensinstituts von Monaco, 1907 österreichisches Mitglied des Rates des Internationalen Friedensbüros in Bern. Über Bertha von Suttner bekommt Fried auch Kontakt zu Mäzenen, wie Fürst Albert von Monaco, den Dresdner Bankier Georg Arnold und nicht zuletzt Andrew Carnegie, die seine Arbeit finanziell unterstützen. Nur mit dieser Unterstützung kann Fried so große Buchprojekte wie das Handbuch der Friedensbewegung verfassen, dessen erste Auflage 1905 erscheint. Das Buch ist als Hilfe für aktive Pazifisten gedacht. Es enthält Namen und Adressen pazifistischer Organisationen weltweit, ein biografisches Lexikon, eine kurze Geschichte der Friedensbewegung, vielleicht ein erster Ansatz historischer Friedensforschung, den aktuellen Stand der Entwicklung und eine Klärung wichtiger Grundbegriffe, wie zum Beispiel des Unterschiedes zwischen militärischem und pazifistischem Friedensbegriff. Gleichzeitig beginnt Fried 1905 mit der Ausformung seiner pazifistischen Theorie in der Friedenswarte. 1908 gibt er sie erstmals als kleine Broschüre heraus unter dem Titel Revolutionärer Pazifismus. Mit revolutionär meint er dabei umwälzend und neuartig. Doch für seine bürgerlichen Leser ist dieser Begriff zu negativ besetzt, hat zu viel mit Umsturz zu tun. Daher gibt Fried den Namen bald wieder auf und nennt seinen Pazifismus nun ursächlich. Das heißt, das Übel Krieg an der Wurzel packend oder umgekehrt die Grundlagen für einen stabilen Frieden legend. Nach Frieds Tod setzte sich unter Hans Wehberg der Begriff organisatorischer Pazifismus durch. Wenn man Frieds Theorie mit kurzen Worten umreißen will, dann geht es darin, vereinfacht gesagt, um die Stärkung internationaler Beziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen und um eine verbindliche Rechtsordnung zwischen den Völkern. Für ihn ist dabei die, wie er es nennt, zwischenstaatliche Anarchie, also das Fehlen eines verbindlichen internationalen Rechtssystems, das Hauptproblem und die Entwicklung einer umfassenden internationalen Organisation, zumindest für Europa, die Lösung. Frieds Pazifismus unterscheidet sich damit deutlich von der damals bei den deutschen Pazifisten vorherrschenden Richtung, die vor allem auf einen allmählichen Ausbau der Schiedsgerichtsbarkeit setzte. Fried geht das nicht tief genug. Er will die Ursachen für Konflikte bekämpfen und sieht in der Schiedsgerichtsbarkeit nur einen kleinen Teilbereich davon. Auch in seiner Symbolik geht Fried neue Wege. Ab 1906 erscheint die Friedenswarte mit ineinandergreifenden Zahnrädern über dem Leitspruch „Organisiert die Welt“. Fried selbst hat in der Januarausgabe seiner Zeitschrift erklärt, warum. Er schreibt, das richtige Emblem zu finden war nicht leicht. Wir mussten Abstand nehmen von dem Hergebrachten. Keine Ölzweige, keine Tauben, keine Engel, keine weißen Fahnen,
keine zerbrochenen Schwerter, keine Pflugscharen. Eine Reihe ineinandergreifender Zahnräder erschien uns als das richtige Symbol. Das zeigt das Zusammenwirken zu einem gemeinsamen Zweck. Das zeigt den Teil im Zusammenhang mit dem Ganzen, das Ganze im Zusammenhang durch den Teil. Die ruhige, sichere Fortwirkung durch Organisation. Man kann hier einen Gegensatz zu Bertha von Suttner und ihrem moralischen Appell, die Waffen niederkonstruieren, was vielfach auch geschieht. Bertha von Suttner, die emotionale Schwärmerin für Güte, eine Frau eben, und Fried, der rationale Internationalist. Wer das tut, unterschätzt aber meiner Meinung nach den scharfen Verstand Bertha von Suttners. Ich empfehle Ihnen einmal, ihre Randglossen zur Zeitgeschichte zu lesen, in denen sie die Ereignisse vor dem Ersten Weltkrieg kommentiert. Für mich sind sie ein eindeutiger Beweis für Bertha von Suttners scharfen politischen Sachverstand und ihre völlig unsentimentalen Analysen. Wer zwischen Suttner und Fried einen Gegensatz konstruiert, verkennt aber auch die enge Zusammenarbeit der beiden Pazifisten. Ab 1903 leben sie ja in derselben Stadt und treffen sich häufig. Daneben sind im Nachlass Frieds in Genf mehr als 5000 Briefe Bertha von Suttners an Fried erhalten. Sie belegen, dass sich die beiden Pazifisten zusätzlich nahezu täglich, manchmal sogar mehrmals täglich schrieben. Ich sehe da eher ein Team. Es ging wohl vor allem darum, auf unterschiedlichen Wegen verschiedene Gruppen der Bevölkerung anzusprechen. Aber zurück zu Fried. 1908 ist für Fried persönlich ein sehr wichtiges Jahr. Im Dezember 1908 sind er und Therese beide von ihren früheren Ehepartnern geschieden und können heiraten. Auch hier zeigt sich Frieds kämpferischer Charakter. Therese ist evangelisch. Und nach österreichischem Recht muss einer der beiden Eheleute zur Konfession des anderen übertreten oder sich zumindest konfessionslos erklären. Zumeist wechselt damals der jüdische Teil. Das ist auch in Frieds eigener Familie fast immer passiert. Für Fried hätte es also eigentlich nahe gelegen, sich zumindest konfessionslos zu erklären, denn er scheint ohnehin kaum Kontakt zur jüdischen Gemeinde gehabt zu haben. Aber 1908 kommt ein Austritt für ihn nicht mehr in Frage. In einem Brief an den Stuttgarter Stadtpfarrer und zweiten Vorsitzenden der DFG, Otto Umfried, von 1909, erklärt er den Grund so: Es ist nicht die Glaubensgemeinschaft, die mich an das Judentum fesselt. In dieser Zeit der Bedrückung und Verfolgung, mich von einer Gemeinschaft zu lösen, der ich nun einmal von Geburt und Abstammung angehöre, würde ich als Desertion in Kriegszeiten betrachten. Als Intellektueller glaube ich, die Pflicht zu haben, bei der unterdrückten Minderheit auszuharren. Frieds tatsächliche Weltanschauung zeigt sich dagegen eher in seiner engen Verbindung zu den Freimaurern. Im Februar 1908 wird Fried Mitglied der Wiener Grenzloge Sokrates und erhält schon im Januar 1910 dort den Meistergrad. Bei den Freimaurern findet er bis zu seinem Lebensende Freunde und Unterstützer. Wichtig bleibt festzuhalten, dass Fried in Wien endlich sich gesellschaftlich etablieren kann und auch finanziell einigermaßen über die Runden kommt. Die beste Zeit seines Lebens erlebt er wohl in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg. Als er 1911 als jüngster Preisträger den halben Friedensnobelpreis zugesprochen bekommt, scheint der Schlamm seiner Kindheit endlich für immer hinter ihm zu liegen. Fried legt den größten Teil seines neuen Vermögens in österreichischen Wertpapieren an, zieht in eine größere Wohnung und leistet sich nun eine mehrsprachige Sekretärin, die ihm bald eine unentbehrliche Stütze wird. 1913 erfüllt sich dann auch noch sein letzter großer Wunsch, die akademische Anerkennung. Der gescheiterte Gymnasiast bekommt anlässlich der Einweihung des Friedenspalastes in Den Haag den Ehrendoktortitel der Staatswissenschaften der Universität Leiden in Holland verliehen. Damit steht Fried 1913 auf dem Gipfelpunkt seines Lebens.
Er ist jetzt ein international angesehener Mann mit akademischem Rang und ohne finanzielle Sorgen. Die Freude währt nicht lang. Während die österreichische Friedensgesellschaft mit Fried und Suttner an der Spitze den großen Wiener Weltfriedenskongress für September 1914 vorbereitet, verdüstert sich die europäische Großwetterlage immer weiter. Dazu kommt eine schwere Erkrankung Bertha von Suttners, an der die 70-Jährige im Juni 1914 stirbt. Für Fried ein herber Schlag. Er verliert mit Bertha von Suttner seine wichtigste Vertraute und er erbt von ihr nicht nur ihren gesamten schriftlichen Nachlass, sondern auch die Verantwortung für den Friedenskongress und die Leitung der ÖFG. Aus heutiger Sicht scheint es so, als habe die ganze Arbeit und die Trauer um Bertha von Suttner Fried in den entscheidenden Wochen im Sommer 1914 ein Stück weit von den politischen Entwicklungen abgelenkt. Denn er wird von den Ereignissen ganz offensichtlich überrumpelt. Noch bis Ende Juli geht die österreichische Friedensgesellschaft davon aus, dass der Weltfriedenskongress in Wien stattfinden wird. Man hofft auf eine kurze politische Krise ohne weitreichendere Folgen. Erst am 30. Juli, als der Krieg schon begonnen hat, beschließt man, den Kongress endgültig abzusagen. Damit ist die aufreibende Arbeit von Monaten mit einem Schlag wertlos. Zugleich stellt die ÖFG ihre Arbeit ein. Fried überlegt einen Moment, auch die Herausgabe der Friedenswarte bis Kriegsende einzustellen, doch entscheidet sich dann anders. Er glaubt, dass die Friedenswarte nötig ist, um, wie er schreibt, den zahlreichen in ihrer Weltanschauung erschütterten Pazifisten eine Direktive zu geben und auch den durch den Krieg erst zum Pazifismus Erwachenden einen Anhalt zu bieten. Darin sieht er nun den Zweck der Zeitschrift. Er beginnt ein Kriegstagebuch, in dem er die politischen Ereignisse kommentiert. Über dieses Kriegstagebuch werden wir ja später von Helmut Dohnert noch genaueres hören. Die Herausgabe der Friedenswarte im Krieg führt schnell zu Problemen, da Fried als verantwortlicher Redakteur in Wien sitzt, die Zeitschrift aber nach wie vor in Berlin gedruckt wird. Kriegsbedingt wird die Kommunikation zwischen beiden Städten immer schwieriger und zudem setzt bald eine zunehmend schärfer werdende Zensur ein. Fried entschließt sich daher, mit seiner Zeitschrift in die Schweiz zu gehen. Zum einen, um den Überblick über die Ereignisse zu behalten und zugleich, um an Überlegungen und Vorbereitungen für einen künftigen, nachhaltigen Friedensschluss mitwirken zu können. Er lässt sich im deutschsprachigen Bern nieder, wo neben dem Internationalen Friedensbüro, dessen Mitglied er ja ist, auch die europäischen Gesandtschaften ihren Sitz haben. Dabei hofft er, hier möglicherweise sogar schon am Ort der künftigen Friedensverhandlungen zu sein. International gesehen gelingt es Fried in der Schweiz, sein Ansehen und das der Friedenswarte in den Kriegsjahren zu wahren und sogar zu steigern. Neben den Artikeln in seiner Zeitschrift veröffentlicht er mehrere Werke, schreibt zahllose Artikel zu Friedensthemen in der Neuen Züricher Zeitung und beteiligt sich intensiv an den Planungen der Pazifisten für einen künftigen, dauerhaften Frieden. In Deutschland und Österreich gilt er dagegen als Vaterlandsverräter. Schon 1916 wird die Friedenswarte dort verboten und kann nur noch mit Deckumschlägen heimlich eingeschmuggelt werden. In Österreich leitet man zur selben Zeit sogar eine Untersuchung wegen Hochverrats gegen Fried ein. Aber auch als endlich wieder Frieden herrscht, ist das für Fried kein Grund zum Jubeln. Schnell wird klar, dass niemand vorhat, die Pazifisten und ihre Überlegungen bei den realen Friedensverhandlungen mit einzubeziehen. Im Gegenteil stehen gerade die Exilanten nun noch weiter am Rand der Gesellschaft. Fried trifft das besonders hart, denn auch sein kleines Vermögen in österreichischen Wertpapieren ist verloren. Verzweifelt schreibt er im Sommer 1919 an die Künstlerin Annette Kolb: Vielleicht wissen Sie einen Reichen, der den Nobelpreis aus zweiter Hand, Secondhand, von Herrschaften abgelegt erwerben möchte.
Er braucht mir nur die Kronen pari zu bezahlen. Dann kann er sich auf die Visitenkarte drucken lassen, Inhaber eines Nobelpreises. Im Februar 1920 bittet Fried in München um Zuzugsgenehmigung, da er sich den weiteren Aufenthalt in der Schweiz nicht mehr leisten kann. Sein Gesuch wird abgelehnt. So muss Fried mit seiner Frau widerstrebend an den einzigen Ort zurückkehren, wo er nicht ausgewiesen werden kann, nach Wien. Aber auch in Wien gibt es in dieser Zeit keine Wohnungen und keinen Platz für Immigranten. Nur durch freundliche Vermittlung kommen die Frieds bis Jahresende in einem Gartenhaus am Wiener Stadtrand unter, das eigentlich für Mitglieder der Frauenfriedensbewegung reserviert ist. Fried wird im Nachkriegswien nicht mehr heimisch. Viele der alten Freunde und Bekannte sind tot. Andere haben sich von der Friedensbewegung abgewendet. Lediglich im Kreise der Freimaurer findet Fried noch freundliche Aufnahme. Eine Weile hofft er auf den Erfolg einer Initiative von Otto Lehmann-Rusbüld in Berlin, der ihn als ständigen Beobachter beim Völkerbund in Genf vorschlägt. Doch daraus wird nichts. Auch Arbeit als Journalist findet er kaum. Dabei steckt Fried immer noch voller Ideen. Er möchte seine gesammelten Schriften herausgeben und er beginnt eine Autobiografie unter dem Titel 30 Jahre Pazifismus, von der bis zu seinem Tod aber nur das erste Kapitel fertig und später posthum veröffentlicht wird. Frieds Lage wird immer trostloser. Im Dezember 1920 hat er noch keine neue Bleibe gefunden. Obdachlosigkeit droht. Kurz vor Weihnachten erkrankt der verzweifelte Fried an einer Lungenentzündung, arbeitet aber trotzdem fieberhaft weiter. Erst nach mehreren Zeitungsaufrufen findet sich in allerletzter Sekunde doch noch eine kleine Wohnung in der Praterstraße. Die Praterstraße ist eine Durchgangsstraße in der Leopoldstadt und liegt nicht weit von dem Ort, an den seine Eltern nach dem Börsenkrach 1873 verarmt zurückkehren mussten. Man kann sich die psychologische Wirkung sicher vorstellen. Noch kurz vor dem geplanten Umzug wird Fried am 14. Januar 1921 mit diffuser Bronchitis und Lungenentzündung ins Rudolfshospital eingewiesen. Fast 4 Monate bleibt er dort. Schließlich stirbt er am 4. Mai nach einer deutlichen Besserung, für seine Umgebung völlig überraschend an einer Lungenblutung. Die Wohnung in der Praterstraße hat er nie betreten. Seinem Wunsch gemäß wird Fried in Gotha eingeäschert und einige und Jahre später nach dem Bau des Wiener Krematoriums dort in einer Nische beigesetzt. Was bleibt? Fried glaubte an ein einiges Europa, an die zwingende Kraft einer verbindlichen internationalen Rechtsprechung, an die Notwendigkeit einer starken, unzensierten Friedenspresse und nicht zuletzt an eine Menschheit, die irgendwann einmal erkennen würde, dass sie zusammen viel mehr erreichen kann als gegeneinander. Das bleibt sein Vermächtnis an uns. Und vielleicht kann auch die Kraft, der Mut und die Hartnäckigkeit, mit der er für seine Ideen eingetreten ist, für uns ein Vorbild sein. Das niemals aufgeben, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen. All das sollte Grund genug sein, die Erinnerung an ihn nicht verblassen zu lassen, auch wenn in den nächsten Jahrzehnten kein Jubiläum mehr anstehen wird. Ich glaube, es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuhören.